Hallo ihr Lieben, wir machen jetzt eine Legung zum Thema, das würde dir dein zukünftiges Ich raten. Da fängt im Hintergrund gerade irgendwie einer an, mit irgendwas rumzuhantieren. Ich hoffe, das ist gleich zu Ende, sonst machen wir, ja, er ist schon zu Ende. So, wir haben hier 3 Karten, du suchst dir bitte so spontan wie möglich eine aus. Da muss ich euch nicht sagen, was das ist, ich tue es trotzdem, ist eine Libelle, Delfine und Pfaue, Vögel. Und jetzt fängt er wieder an, ne? Aber gut, wir machen jetzt erstmal nur die Auswahl. Ich lege euch nochmal einmal Kristalle drauf, für die die Auswahl nicht so leicht war, vielleicht mit dem Kristall einfacher. Das kommt hier hin und der kommt hier hin. Und ja, jetzt darfst du dir einmal aussuchen, das ist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und dann findest du unten in der Beschreibung, wann welche Legung anfängt. Nummer 1 fängt logischerweise jetzt sofort an. Naja, sobald der da draußen fertig was auch immer gemacht hat. Hallo Nummer 1, du hast dir die Libelle ausgesucht und dazu haben wir diesen Crystal Quartz, diesen Kristall, der soll für Klarheit sorgen. Hier ist ein sehr, sehr schön, einer meiner Lieblingsexemplare hier. Das ist eben ein Stein. Der sorgt für Klarheit, also hier geht es auch um das Thema Klarheit und positive Energie, negative Energie loslassen. Und ja, Dragonfly Magic steht hier als Hauptmotiv. Die Libelle ist Dragonfly im Englischen, ne? Das heißt also Drachenfliege. Ich sehe die aber auch mal als sehr feenhaft, also die wird auch oft so als feenhaftes Wesen gesehen und daher natürlich auch immer das mit dem Magic dahinter, also Magie. Das ist so ein Tier, was tatsächlich so aus der Feenwelt kommt, mit den Feen harmoniert, mit der Natur. Im Hintergrund sehen wir hier so Wasserlilien, Wasserrosen. Die lieben auch Wasserrosen, da habe ich auch ganz schöne Videos von Libellen. Wasserrosen stehen auch immer für Klarheit und zwar deswegen schon alleine, weil also jeder Teich, der Wasserrosen hat, da kannst du dir sicher sein, dass das gutes Wasser ist. Die saugen auch, die reinigen auch das Wasser. Also wir haben ja sowohl die Reinigung drin von Schmutz, in Anführungszeichen, das kannst du auch als Energie, Menschen und was auch immer sehen, sowohl angezeigt schon mit diesem Kristall, der hier auch irgendwie so dieses kleinen Ditcher drin hat, ne? Wie wir alle werden immer einen kleinen Ditcher behalten sozusagen, als auch mit dieser Wasserrosen-Libellenenergie, aber ich lese dir noch vor, was hier drauf steht. I embrace my transformation, also ich umarme meine Transformation. I courageously let go of the past. Mit Courage lasse ich die Vergangenheit los. The magic of nature is in me. Die Magie der Natur ist in mir. I am brilliant. Ich glaube, das muss ich nicht übersetzen. Ne? Ich bin brillant. And I am blessed. Und ich bin gesegnet. Ich bin brillant und ich bin gesegnet. Ich glaube, viel hat damit zu tun, dass du dich tatsächlich jetzt schon in Transformation begeben hast, dass du immer mehr sozusagen zu deinem höheren Selbst findest, dass du immer mehr die Person wirst, die du auch sein möchtest, die das Leben führt, dass du verdient hast. Und diese Libelle sagt dir wahrscheinlich, also so würde ich es jetzt auf den ersten Blick interpretieren, dass diese Transformation, die du gerade durchmachst, die dir schon mehr Klarheit bringt und dass du da wahrscheinlich schon auf einem sehr guten Weg bist, dass du auch wirklich weiterhin mutig sein sollst, mutig deinen eigenen Weg zu gehen, aber auch mutig deine Vergangenheit hinter dir zu lassen. Und ja, wir gucken uns das aber natürlich noch ein bisschen genauer an. Und ja, welche Karten soll ich denn dazu nehmen? Ja, wir ziehen erstmal noch eine Göttinnenkarte aus dem Magie der Göttinnenkartenset. Welche Göttin wird denn hier repräsentiert für meine kleine Libelle? Welche Göttin möchte dir denn einen Rat geben bezüglich deiner Zukunft, explizit Liebe? Was möchte dein zukünftiges, ja, Vergänglichkeit kommt da schon rausgefallen. Und die Tamfana, Vergänglichkeit, das geht hier nochmal, guck mal, wir haben hier Vergangenheit loslassen, zweimal schon drin, dafür steht nämlich auch die Vergänglichkeit. Und die Vergänglichkeit sagt, und das also explizit auf diesem Bild, steht für den Herbst auch, ne, die Karte, das ist eine Herbstgöttin. Und siehst du, wie sie hier trommelt und wie hier jemand aus dem Bild rausläuft, das soll aber, also für mich so gefühlt repräsentiert das auch ihr eigenes Ich, ne? Also das ist
die ältere Version von dieser Person. Und diese Person sagt halt, du darfst weitergehen. Ne? Guck mal, die geht hier sozusagen auf diesem Hang entlang aus dem Bild heraus. Und diese Person, das ist deine ältere Version, dein älteres Ich, trommelt im Rhythmus, also sagt, ich bin für dich da, du bist auf dem richtigen Weg jetzt gerade, gehe weiter, dreh dich nicht um, das ist Vergangenheit, was du jetzt gerade durchgemacht hast, das ist nicht mehr deine Zukunft, du gehst deinen Weg und ich bin für dich da, ich unterstütze dich in deinem eigenen Rhythmus. Du gehst in meinem Rhythmus und ich gehe in deinem Rhythmus und ich bin sozusagen, ich unterstütze dich aus der anderen Dimension heraus schon auf dem Weg, den du gerade gehst, im Loslassen von Dingen, die einfach nicht mehr gut für dich sind, wahrscheinlich explizit Menschen, Männer. Und wenn du halt sozusagen gerade jemanden, ja, wenn gerade etwas zu Ende gegangen ist, dann sei dir darüber sicher, dass das von oben geführt ist. Das ist nicht mehr sozusagen deine Gegenwart. Das gehört in deine Vergangenheit und das sollte auch in der Vergangenheit bleiben. Lass mich eine Karte von diesen Karten dazu nehmen. Ich lese dir gerne nochmal die Botschaft vor von der, oh, da fällt schon eine runter, von der Tamfana in einem Moment, aber lass mich noch eine von denen dazu nehmen. Lebe im Sonnenschein, schwimme im Wasser, atme frische Luft. Welche 10 Länder möchtest du gerne einmal besuchen? Ja, vielleicht findest du in einem anderen Land die Liebe. Könnte hier auch ein Hinweis sein, das haben wir hier nur. Nur im Dunkeln kannst du die Sterne sehen. Martin Luther King Jr. Denke an eine deiner schwierigen Erfahrungen und notiere, was du daraus gelernt hast. Ja, das reden wir wahrscheinlich von ein und derselben Erfahrung, über das, was es hier gerade geht, was du gehen lassen sollst, was du auch wirklich hinter dir lassen sollst. Aber lass mich einmal für dich hier die Botschaft vorlesen. Da ist dann noch eine besondere Nachricht explizit für dich drin. Loslassen, Ruhe, Übergänge, Zeitwechsel. Botschaft. Ernte ist nun eingebracht und du hast viel geschafft und erschaffen. Du hast dein Bestes gegeben und du kannst stolz auf dich sein. Es ist nun Zeit, dass du in dich gehst und die Ruhe in dir selber suchst. So, Affirmationen helfen uns dabei, unserem Gehirn Veränderungen im positiven Sinne vertraut zu machen, mit Veränderungen im positiven Sinne vertraut zu machen. Affirmationen sind Sätze, die du so oft wie möglich zu dir selber sagst, zum Beispiel, ich lasse los und vertraue auf das, was kommt. Ich bin bereit, ... loszulassen, alles wird gut. So, dazu gucken wir uns natürlich noch deine Orakelkarten an, obwohl ich finde, da haben wir schon sehr, sehr viele Nachrichten durchbekommen. Guck mal, jetzt lege ich automatisch hier den Amethyst drauf und das gehören zum anderen Kartenset für den anderen Legungen. Falls die dich auch interessiert haben, kannst du dir auch gerne die angucken. Und dazwischen haben wir jetzt noch den Ganesha und der Ganesha steht auch dafür, dass du ja Hindernisse überwinden wirst. Dieses Hindernis, was sich da gerade noch anfühlt, als würde dich das schwer auf der Seele liegen, das wirst du überwinden. Aber genau, es geht auch beim Ganesha darum, Dinge aus eigener Kraft zu schaffen. Aber du darfst Ganesha auch immer gerne anrufen, damit er dir hilft. Aber wir gucken mal hier in deine Tarotkarten rein. Unsere Tamfana, die Wellenenergie, das Loslassen, sich transformieren. Welche Nachrichten von deinem höheren Selbst, von deinem älteren Ich kommen hier durch, von deinem zukünftigen Ich? Was möchte dein zukünftiges Ich dir über diese aktuelle Situation sagen? Da habe ich schon schöne Karten rausfallen sehen. Kleiner Spoiler. Was möchte dir ein zukünftiges Ich dir sagen über deine jetzige Situation? Was sollst du wissen? Hier noch eine zentrale Karte oder machen wir das alles so, alles gleichwertig? Gibt es noch eine Karte, die ich noch fliegen soll? Ja, da kommt sie. Ja, das wundert mich nicht. Geht es noch weiter? Noch einmal für meine Libelle, Tamfana, die Vergänglichkeit. Da. So, ihr Lieben, wen habe ich da in der zentralen Rolle liegen? Die Welt, eine der Hauptkarten im Tarot und auch die letzte Karte im Tarot, nämlich das steht dafür tatsächlich, dass ein Kreislauf zu Ende geht. Das ist das, was wir hier schon vorher so ein bisschen ansatzweise reininterpretiert haben. Du gehst jetzt sozusagen mit erhobenem Hauptes in eine neue Zeitlinie rein, das ist immer so, wenn wir
etwas hinter uns lassen, ne, dann öffnen sich ja neue Türen. Das heißt ja auch, ein neuer Lebensabschnitt beginnt jetzt für dich. Und dieser Kreislauf geht zu Ende. Also das ist das Erste, was hier ganz zentral liegt. Du bist wirklich dabei, etwas für alle Zeiten hinter dich ziehen zu lassen und einen komplett neuen Lebensabschnitt einzugehen. So, gucken wir an, was wir noch liegen haben für dich. Ja, hier haben wir in der Vergangenheit, auch weil der verkehrt rumliegt, ne, interpretiere ich den so, dass du hier eine Tendenz vielleicht immer hattest, auf Männer reinzufallen, die dir immer viel versprochen haben, wenig gehalten haben, die dich am Anfang auf Händen getragen haben oder zumindest so getan haben, als würden sie dich auf Händen tragen. Ne? Du bist die Schönste, die Beste, die Tollste. Wie konnte mir nur sowas Großartiges wie du passieren? Du bist hier mein Augenstern, sind deine, wie war das? Bist du vom Himmel gefallen, du musst ein Engel sein. Also viel bla bla, nichts dahinter. So, also hier kriegen wir rein, dass du eine Tendenz dazu hattest, Männer anzuziehen, die zwar, die dir zwar am Anfang so begegnet sind, als wären sie halt wirklich total in dich verliebt. Und das waren sie mit Sicherheit auch, aber am Ende hat sich das alles immer so hast du hier so eine Tendenz hin, dass sich das alles sehr als heiße Luft ausgegangen ist am Ende. Also, so Blendermänner bekommen wir hier rein. Ich habe hier auch drinnen liegen, dass du noch große Träume hast in deinem Leben, ne? Mit dem Stern, das repräsentiert große Träume, an sich selbst glauben, noch Dinge in seinem Leben erreichen wollen und dass du wahrscheinlich auch tatsächlich die Hoffnung auf die große Liebe noch nicht aufgegeben hast, ne? Also, und auch, dass du vielleicht auch manchmal sehr verträumt bist, bekomme ich hier so rein. Also, ne, und verträumt sein ist aber nicht schlecht, weil wenn du deine Verträumtheit richtig nutzt, nämlich als als Manifestationspower, also sprich bewusst träumst, dir bewusst Dinge erträumst und durchlebst, als hättest du alles schon in deinem Leben erreicht, was du erreichen möchtest, dich eben mit deinem älteren Selbst verbindest und was hat die, wie fühlt die sich, wie läuft die, wie wird sie sich anziehen, wenn sie hat, was ich mir wünsche, dass du dich einfach mit dieser Energie verbindest, ist hier auch ein Hinweis, worum das hier geht. Oh ja, guck mal, und genau das wird hier nochmal bestätigt mit dem Magier. Hier geht es tatsächlich um deine Manifestationspower. Wenn du dich damit noch nicht so wirklich auseinandergesetzt hast, dann ist auch das hier der Hinweis, dass du das schnellstens tun solltest. Ne, guck mal, wie sich das hier auch spiegelt. Da kriege ich nochmal ein, so wie oben, so wie unten. Ne? Also wir sind mit allem verbunden, mit dem Universum, mit Gott, wenn du es so nennen möchtest, göttlicher Energie auf jeden Fall, mit deinen Ahnen, mit deinen spirituellen Führern. Alles ist miteinander verbunden und wonach du fragst, das sollst du auch bekommen. Aber das Universum, das kann nicht unterscheiden und das will ich auf keinen Fall mehr haben und das würde ich mir wünschen, weil energetisch, es spürt nur Energie, ne? Und je mehr du Frustration reingibst und nichts funktioniert so, wie ich es möchte, desto mehr Frustration ist die Energie, die du rausgibst und die du zurückbekommst. Und je mehr du an dich glaubst, dass du verdient hast, eine wunderschöne Beziehung zu führen, dass du es verdient hast, dass deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen und du das hier sozusagen in diesen Kreislauf reingibst, in das Universum, hier mit Kraft von Meditation und Achtsamkeit, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch deine Träume in Erfüllung gehen. Und hier ist wirklich nochmal ein Hinweis darauf, dass du dich da bitte drauf konzentrieren sollst. Das ist das, was wir hier auch noch reinbekommen von deinem zukünftigen Ich. Guck mal, dann haben wir hier einen echten König drin liegen, der hier kommt. Ne? Hier ist der Kreislauf ist zu Ende sozusagen, war unsere zentrale Karte. Diese Karte habe ich vorhin auch schon gesehen, die ist geflippt sozusagen. Die war auch, wollte zuerst zentral kommen, dann hat sie gesagt, nee, ich bin wichtig, aber setz mich daneben. Das ist der zentrale Punkt hier. Der König der Pentacles, den bekommen wir hier rein. Und mit dem König der Münzen auf Deutsch haben wir hier eine sehr männliche Energie reinkommen in deine Zukunft. Ein Mann, der schon im Leben steht,
der durchaus auch sehr intelligent ist, der im Zweifelsfall vielleicht auch älter ist als du. Ne? Hier wird er repräsentiert mit einem Hund oder sogar Wolfshund, würde ich sagen. Das repräsentiert natürlich auch immer Treue. Ein Hund repräsentiert immer Treue, dass er auch ein treuer Gefährter für andere ist, für seine Freunde, für seine Familie, dass er einfach jemand da ist, der jemand anderen auch unterstützen kann, so wie auch dich. Und hier, warte mal, lass mich die 5 der Münzen, umgekehrt kriege ich rein. Die muss ich mir genau angucken, damit ich weiß, worum es hier geht. Ja, hier ist ein bisschen der Hinweis darauf, dass es hier auch, dass du dich darum Acht nehmen sollst, dass du zu viel Konkurrenz mit anderen Menschen eingehst oder dass du dich in Konkurrenz zu anderen Menschen siehst. Wir sind ja heutzutage in einer Gesellschaft, in der wir irgendwie auch geradezu darauf trainiert werden von unserer Gesellschaft, dass wir uns in Konkurrenz zu allen anderen sehen. Das geht jetzt erstmal, das ist eine andere Nachricht. Jetzt unabhängig, ne? Das hat jetzt, geht jetzt hier mit diesem hier einher. Also, oder auch wenn es um diesen Mann geht, dann heißt es einfach, da wird es keine Konkurrenz geben und du hast aber vielleicht immer noch die Neigung, Konkurrenz zu sehen, wo keine Konkurrenz ist. Und aber hier, weil ich hier das Ass der Münzen drin liegen habe, glaube ich auch, dass es hier wirklich auch nochmal um deine beruflichen Werte und Zukunft geht, dass es wirklich darum geht, dass wenn du einfach in diesen Glauben gehst, dass andere dir helfen. Ich glaube, das hatten wir vorhin schon mal irgendwie gefühlt gesagt. Oder war das in der Stierlegung? Falls du Stier bist, guck dir die nochmal an. Also wenn die Annahme geht, dass andere einem helfen, dem wird geholfen werden. Ja, das war in der Stierlegung, falls du Stier bist. Und wenn der Annahme ist, dass andere immer gegen einen sind, der wird Menschen in sein Leben ziehen, die gegen einen sind. Und hier haben wir wirklich die Tendenz drin liegen, dass du aufpassen sollst, dass du, dass du nicht andere immer als deine Feinde siehst, sondern dass du wirklich einfach in diese innerliche, dass du das eben auch transformierst mit Kraft deiner Gedanken, mit Affirmationen zum Beispiel, dass andere dich unterstützen und andere für dich da sein werden und dass du tolle Kollegen hast. Weil damit kommen hier weitere Angebote rein, damit wollen andere Menschen dir helfen, durchaus auch finanziell zum Beispiel deine Träume zu verwirklichen, ne, weil sie einfach finden, dass du ein toller Mensch bist und dass sie dir auch helfen wollen und hier Angebote reinkommen, die gut für dich sind. Und wenn du jetzt in einem Arbeitsumfeld bist, wo du sagst, das kann sich gar nicht transformieren, die sind einfach alles Arschlöcher, dann, da kommt Nona mal wieder. Hallo Nona. Dann geht es hier wirklich darum, dass es dir sagt, dass du ein Angebot bekommen wirst und auch annehmen solltest, das einfach besser für dich ist, dass du rauskommst aus toxischen Umfelden. So, Zwerg, Süße, nicht Zwerg, Zwerg ist die andere. Hier, ne, du bleibst jetzt schön hier und bleib in meinen Schoß und dann darfst du mitgucken, okay? Und mir helfen. Das ist ganz lieb von dir, Noni. Noni. Ja, der Amethyst, auf den Noni gerade rumbeißen möchte, das ist übrigens, danke Nona, dass du das nochmal darauf hinweist, dass wir über den Amethyst reden sollen. Amethyst ist auch ein sehr spiritueller Stein, ne, das hier, der hier auch drauf liegt auf der weggehenden Person bei dir. Auch ein Amethyst darfst du gerne immer bei dir haben, der steht für spirituelle Erleuchtung und ja, dass du auch wirklich sozusagen von oben geführt bist hier. So, dann kriege ich hier rein für dich auch, dass du hier durchaus eine sehr, sehr liebevolle Beziehung in dein Leben ziehst, vermutlich mit diesem Mann. Vielleicht mit einem anderen, aber wir haben hier die 10 der Kelche drin liegen. Die 10 der Kelche sind eigentlich mit die schönste Karte im ganzen Tarot. Die 10 der Kelche sprechen nämlich dafür, dass man jemanden findet, mit dem man ja eine Familie gründen kann, jemanden findet, den man wirklich liebt, mit dem man unterstützt, ne? Mit dem man da ist und das ist sozusagen eine Seelenverwandtschaft, die hier bei dir reinkommt. Und dann haben wir hier noch den Ritter der Münzen liegen. Das heißt, das ist auch eine sehr stabile, das kommt auch, ne, wir haben hier das Ass der Münzen, wir haben hier den Ritter der Münzen. Das heißt, hier sprechen wir natürlich auch von, der Ritter kommt immer mit Nachrichten, ne? Also hier kommen auch viele gute, positive Geldfülle in dein Leben. Ne? Also du kriegst immer mehr Fülle in dein Leben, so mehr du hier auch, ne? Wir sehen es hier verbunden mit diesen Karten, je mehr du an Fülle glaubst, desto mehr Fülle wird in dein Leben kommen.
Und hier mit diesem Pferd und diesem Mann wird das auch mit Sicherheit verbunden sein mit deinem Lebensgefährten, den du in Zukunft haben wirst. Hier haben wir nochmal drinne liegen die Acht der Schwerter umgedreht gesehen auf dieser Weltkarte. Das heißt, dass es auch in Zukunft weiterhin für dich darum gehen sollte, dass du über dich selbst reflektierst, aber halt nicht im negativen Sinne, nämlich dass du halt weiterhin aufpassen sollst auf deine Gedanken, dass du nicht sozusagen dich selber, ja, sie sieht sich ja sozusagen als Gefangene, als die Gefangene von Umständen siehst, auch wenn wir hier nochmal drüber reden, falls du da so gerade so dieses Gefühl hast, du bist so eine Gefangene der Umstände. Ob das jetzt in der Liebe ist oder im Beruf, hier ist wirklich der Hinweis darauf, dass du selbst die Kraft hast, dich zu befreien aus allem, was sozusagen dich festhält, was dich einschnürt, was dir irgendwie die Luft nimmt, was dir das Gefühl gibt, du bist nicht gut genug oder du hast hier nicht keine Daseinsberechtigung wie andere oder sowas. Das bist du, die sich daraus selbst befreien kann und du die selber sozusagen in ihre Kraft kommen soll und sich das gar nicht antun soll. Ne? Wir tun uns Dinge ja auch gerne an und gehen dann halt in so Depressionen oder so rein und alles, was sozusagen mit Depression bei dir zu tun hat, da darfst du gerne nochmal hingucken, inwieweit du dich nicht selbst daraus befreien kannst aus der Situation. Und sich aus Situationen zu befreien, ne, was wir hier drinne haben, was du ja gerade schon tust, das ist natürlich auch immer Mut, das erfordert Mut und das erfordert sehr viel Stärke und manchmal spüren wir diese Stärke einfach gar nicht in uns. Und dann ist halt hier nochmal der Hinweis, dass du bitte daran glauben sollst, dass du alles erreichen kannst, was du möchtest. Und ja, dass du dir auch Zeit geben sollst, dich selbst weiterzuentwickeln und einfach nicht aufgeben sollst, wenn irgendwie wieder negative Gedanken zu dir kommen, auch vielleicht bezüglich eben in diesen Beziehungen, dass da irgendwelche alten Wunden sozusagen vielleicht getriggert werden könnten, die entsprechen aber nicht der Realität. Das sind halt mehr deine Ängste, dass Dinge wieder passieren könnten. Weil wir haben ja am Ende diese 4 der Stäbe liegen und die 4 der Stäbe, das ist die Hochzeitskarte auch im Tarot. Ne? Also mach dir keine Sorgen. Achte darauf, dass du nicht wieder Ängste bekommst, dass Dinge nicht so funktionieren, wie du sie gerne möchtest. Weil jetzt fallen die jetzt raus oder fallen sie nicht raus? Das ist ja hier weiter gemischt. Das geht wirklich darum, wir haben dich hier liegen mit dieser Hochzeitskarte auch. Und jetzt haben wir die Karten hier so nochmal. Vielleicht, falls ihr noch was sagen solltet, dann kommen die jetzt bitte nochmal. Ja, wir haben hier eine Hochzeitskarte liegen für dich, also mach dir keine Sorgen, versuch Dinge wirklich, ja, hab keine Ängste davor, dass du Dinge nicht verdienst. Das wir hier gleich nochmal bekommen. Mit dem 5 der Schwerter, das ist eine relativ ähnliche Energie, ne? Wieder hier diese auch sich mit anderen vergleichen Energie. Du hast hier das Potenzial, alles zu bekommen, aber sei wirklich achtsam mit deinen Gedanken und mit dir selbst. Wir haben dich hier auch nochmal so in dieser Transformation drinnen liegen. Nochmal mit dem Gehängten, ich rück die einmal alle weiter. Der Gehängte sagt dir auch immer, dass du auf dich selbst aufpassen sollst, im Sinne von, wenn etwas einfach nicht weitergeht, dann nimm dir einfach Zeit für dich und ja, erpresse nichts oder erzwinge nichts, was gerade nicht funktioniert. Das soll gerade nicht funktionieren. Das ist dafür da, dass du dich nochmal selber findest und einfach über dich selbst reflektierst und auch einfach nochmal Sachen aus anderer Perspektive siehst. Ne? Also gerade wenn wir anfangen, Sachen negativ zu sehen oder zu denken, irgendjemand behandelt uns immer so und so, dass wir wirklich auch anfangen, die Perspektive des anderen wahrzunehmen und auch das Gefühlsleben des anderen. Weil wenn wir bedingungslose Liebe erfahren wollen, dann heißt das auch, dass wir bedingungslos lieben sollen oder müssen, weil bedingungslose Liebe ist Geben und Nehmen von beiden Seiten. Das heißt natürlich, wenn du jemanden in dein Leben ziehen möchtest, der dich bedingungslos liebt, dann heißt das auch, dass du ihn bedingungslos lieben solltest. Und das bedeutet zum Beispiel auch, wenn jemand sich darum bittet, dass er mehr Zeit braucht, dass du nicht in die Panik verfällst, dass du nicht gut genug bist oder dieser Mensch sowieso nichts von dir will, sondern andersrum, dass du tatsächlich einfach ins Vertrauen gehst, dass dieser Mensch mehr Zeit braucht als andere Menschen und dass er deine Großartigkeit erkennt und dass er, wenn ihr zusammen gehört, dass ihr auch zusammen sein werdet. Ich habe ihn nämlich hier als letztes noch drin liegen, diesen zukünftigen, sag mal, sehen wir das alles noch? Ich liege hier jetzt die ganze Zeit und ihr seht es nicht wirklich. Na, so siehst du es auf jeden Fall nicht so gut. Warte mal, ich mache es nachher da nach oben, dass du alles einmal siehst. So, ne? So sehen wir das.
Und dies ist gar nicht richtig drin. Holen wir die nochmal so ein bisschen hier übereinander. Nochmal mit der Kameraeinstellung was machen in Zukunft. So. Hier haben wir ihn nochmal drin liegen als den Herrscher. Und der Herrscher heißt wirklich, dass du hier, je mehr du sozusagen in deine eigene Selbstsicherheit gehst, was wir auch mit der Transformation haben, und je weniger du dich selbst anzweifelst, desto mehr wirst du auch diese Energie anziehen von der Person, die du auch in deinem Leben haben möchtest, nämlich jemanden, der dich unterstützt und der auch natürlich mit so einer männlichen Energie in dein Leben kommt. Und der Herrscher repräsentiert für mich persönlich, auch vor allem in diesem Tatenset, halt auch wirklich immer ja, dein Divine Masculine. Also wirklich jemanden, der für dich da sein wird, der genau zu dir passt. Hier, was wir auch schon mit dieser Seelenverwandtschaft angezeigt bekommen haben. Ja, das ist das, was dein zukünftiges Ich dir vor allem sagen möchte, dass du daran glauben sollst, dass du das auch verdient hast. Und dieser Mann wird in dein Leben kommen, aber in dem Moment, wo er reinkommt, wirst du vielleicht nochmal irritiert sein und dir Sorgen machen können. Oder wenn ihr schon ein bisschen was zusammen seid, dass da wieder irgendwie so eine Gefühle bei dir hochkommen von, dass du vielleicht nicht, ja, dass da vielleicht irgendwie was Besseres sein könnte, dass er sich für andere interessiert. Und dann seid ihr bitte sicher, das ist das, was in deiner Vergangenheit passiert ist mit dieser Energie von diesem Schluri da. Aber das ist ja nicht die Energie, die du jetzt anziehst. Also versuch gar nicht erst Äpfel mit Birnen zu vergleichen, weil dieser Mann hat eine komplett andere Energie als dieser hier. Und wenn der dir sagt, du bist die schönste Frau im ganzen Land, ich liebe dich über alles, dann meint er das auch so. Dann sagt er das nicht nur, weil er denkt, naja, die ein paar nette Stunden mit der kann ich mir schon machen. Das sind deine Ängste, die dann wieder hochkommen. Die haben nichts mit der Person zu tun. Okay, das ist wirklich das, was dein zukünftiges Ich dir wirklich sagen möchte, dass du da wirklich aufhörst, dich selbst in Konkurrenz zu anderen zu sehen, zu denken, da könnte irgendjemand besser sein, die Person könnte hier dir irgendeinen Schnickschnack erzählen, weil mit dieser Energie der Transformation, durch die du gerade durchgehst, mit dieser neuen Zeitlinie, in dem du die Stärke hast, Dinge hinter dir zu lassen, indem du dich verbindest mit deinen Träumen und Wünschen, wirst du diese Menschen nicht mehr in dein Leben ziehen, sondern da wirst du jemand Großartiges in dein Leben ziehen, der wirklich für dich da ist, der dich wirklich zu schätzen weiß, und mach dir keine Sorgen und verliere keine negativen Gedanken daran, dass diese Person und diese Person ist. Diese Person und diese Person sind zwei komplett unterschiedliche Personen, und sei auch dieser Person dann so fair darüber, nicht zu ihr zu unterstellen, dass sie handeln könnte wie dieser, naja, Schluri da halt, ne? So viel dazu. Das ist hier deine Libellenkarte gewesen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es zutreffend für dich war, bitte sei auch immer so fair und hinterlasse dann einen Daumen nach oben. Das ist hier die Bezahlung auf YouTube dafür, dass du ein komplett kostenfreies eine komplett kostenfreie Tarotlegung bekommen hast. So, das wollte ich sagen. Und warte mal, sollen wir dir noch was ziehen? Kriege ich noch was rein? Da kriege ich noch rein, das ist einmal die Spirale, The Sweet Lodge und The Ancient Ones zusammen mit The Witness. Ja, also pass auf, das geht hier auch darum, ne, dass du sozusagen aufpasst, dass du, ja, manche Time-Sachen öffnen sich halt sehr kurz, ne, also dieses Zeitfenster hier sozusagen, dass du auch wirklich dahin durchgehst, damit du nicht wieder in so eine Spirale, hier mit der Spirale zurückfällst, in Dinge, die sie schon waren. Also gerade auch, wenn hier zum Beispiel der hier irgendwie zurückkommt und hier wieder versucht, dich irgendwie einzulullen. Hier ist wirklich der Hinweis, du hast jetzt das Zeitfenster, das hinter dir zu lassen, was es auch gerade ist. Bitte dreh dich nicht um und fang das gleiche Spielchen wieder von vorne an. Das wird nicht funktionieren, das wird nur am selben wieder enden, wo es schon war. Ne, du bist hier mit The Witness, du bist hier auch, du bist Zeugin gewesen von allem, was war. Manche Menschen werden sich einfach nicht ändern. Und hier, ne, mit dem höheren Auge und mit dieser Sonne auch über ihr und so, das bist du hier mit dem Geweih. Hier geht es wirklich darum, dass du sagst, ja, ich habe Dinge gesehen und ich habe Dinge verstanden und ich werde jetzt diese Zeit nutzen,
ja, um mich sozusagen voranzubewegen. Und ich sage auch zu mir selber, dass ich es mir wert bin, dass ich all das hier bekomme und dass ich hier auch mit dem Stern nochmal meine Träume verwirkliche, und ich lasse mich hier nicht ausbremsen von irgendwelchen Menschen, seien es Kollegen oder Partner, die mich nicht so sehen und wertschätzen, wie ich bin. Ich gehe einfach meinen Weg weiter. Diese Spirale will ich nicht mehr wiederholen. Und The Ancient Ones, ja, das ist mit der 1 natürlich auch nochmal hier, das ist nicht nur ein Neuanfang, das geht auch viel mehr darum, Ancient sind, geht auch um das alte Wissen sozusagen. Also hier nochmal ein Hinweis auf dein zukünftiges Ich. Mit ja auch hier dieser älteren Energie hier. Ne? Also lass dir wirklich von deinem höheren Selbst, von deiner zukünftigen Version deiner selbst zu sagen, dass das jetzt der Zeitpunkt ist, diese Spirale zu durchbrechen, wieder an dich selbst zu glauben und hier mit dieser 21 Weltenergie auch in einen komplett neuen, durch dieses Portal durchzugehen. Ne? Also auch wenn du so, guck mal, so Portal-Meditation zu Portaltagen zum Beispiel, das hilft auch nochmal extrem, um dich auch wirklich in diese Energie zu bringen von dem, was du in deiner Zukunft haben möchtest und dem, was du jetzt hier hinter dir lassen kannst und darfst. Okay? Bis zum nächsten Mal und alles Gute. So, Nummer 2, die Delfine, und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht und da war eine Amethyst drauf. Ansonsten, wenn du dich nach Stein entschieden hast und ich bin jetzt falsch, dann ja, weißt du, was du zu tun hast. Dann ist das, ging es bei dir um den Stein und nicht um das Bild. Ich habe hier den Delfin und ich möchte dir die Delfine natürlich einmal näher zeigen. Ne? Ich meine, Delfine sind ja sowieso ganz wunderbare Wesen und die machen einem auch immer, bringen einem auch ja irgendwie immer Spaß, ne? Also man freut sich ja einfach, einen Delfin zu sehen, das freut einen einfach. Warum? Weil die Delfine selber immer diese Energie haben, dass sie einfach so, als würden sie sich einfach daran freuen, am Leben zu sein. Und ich glaube, das ist schon mal hier so die erste Botschaft, die ein Delfin immer für dich bringt. So, ne? Genieße das Leben, es wird nicht ewig dauern, ja. Und Delfin, so, jetzt lese ich dir einmal auch vor, was da steht beim Delfin. Swim in the happy joy of living. Also das, was ich schon gesagt habe. Schwimmen im Glück des Lebens. Inhale confidence, exhale fear. Inhaliere Mut und atme Angst aus. Dive into your wisdom. Dive ist ja eigentlich, tauche in deine eigene Weisheit und gehe mit dem Fluss. Ne? Ja, das stimmt natürlich auch noch. Die Delfine sind extrem intelligente Wesen. Und dementsprechend und auch in der Lage, sich selbst zu sehen im Spiegel. Ne? Also du bist auch in der Lage, dich selbst so zu sehen, wie du bist. Es gibt ja so Leute, die die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung so sehr, sehr weit auseinander. Und ich denke, du bist genau die Person, die du bist. Und als diese trittst du auch auf. Und du bist dir auch bewusst darüber, wie andere dich wahrnehmen. Und ja, und hier geht es wirklich als erstes mal von deinem zukünftigen Ich darum, dass es wirklich daran geht, dass du einfach wieder kriege ich hier rein, aber halt für alle, die es schon haben, Spaß am Leben haben und auch wirklich an deine eigene Intelligenz glaubst, ne? Weil oft ist das ja auch so, dass wir auch aufgrund von Schulprogrammierung oder was auch immer oft das Gefühl haben, dass wir gar nicht so besonders intelligent sind oder sowas und gar nicht mitbekommen, wie schlau wir eigentlich sind. Und das bekomme ich hier auch auf jeden Fall noch für dich mit rein. Lass mich gucken, dass die Karte so schön liegt, dass du es auch siehst. So sieht das doch schön aus und dann ziehe ich dir einmal eine Magie der Göttinnenkarte dazu, eine Orakelkarte und dann gehen wir ins Tarot. Wahrscheinlich gleich immer das, was ich gerade fühle, aber jetzt ziehen wir erstmal noch eine Göttinnenkarte zu der Delfinkarte. Was da ist sie schon, dein zukünftiges Ich dir sagen möchte. Hier hatten wir auch gerade in einem der Sternzeichenlegungen drin, aber ich weiß nicht mehr, welche es war. Wenn du es weißt, dann schreib es mir einmal drunter. Vielleicht war es ja nicht das erste Mal, dass sie hier auftaucht für dich jetzt. Und das ist die Irene und das ist die Karte, die für Frieden steht. Aber eben halt auch ja, für Harmonie und im Fluss sein. Aber bitte lass mich einmal lesen. Ich kriege da rein, dass ich mal lesen sollte, was ich hier selber, weil habe ich das ja alles geschrieben, was ich damals hier geschrieben habe, als ich das geschrieben habe. Da. Diplomatie, Wohlstand, Waffenstillstand, Ruhe und Einklang. Irene ist die Göttin des Friedens und die Tochter von Zeus und Themis.
Ihre Abstammung zeigt, dass der Frieden abhängig von Macht, Zeus und Ordnung Themsis ist. In der römischen Mythologie erscheint sie auch als Göttin Pax. So, die Botschaft, da steht noch mehr, ne? Aber ich gehe gleich weiter zur Botschaft. Botschaft der Göttin Eirene. Mache Frieden mit dir selbst und deine Umwelt wird dir folgen. Ein Berg kümmert sich nicht, dass der Wind ihn versucht umzustoßen. Sei keine Fahne im Wind. Bleibe ruhig und schaue ihn dir an, den Sturm. Was vermag dir denn schon wirklich zu tun? Dann steht hier noch, Eirene ist machtlos, wenn Egos außer Kontrolle sind. Das gilt auch für dein eigenes. Eirene möchte uns daran erinnern, dass Ruhe und Frieden im Geist entstehen und nicht in der Reaktion. Unser Ego ist sehr empfänglich für das Außen und reagiert oft, ohne über die Konsequenzen zu reflektieren. Frieden findet man nicht, wenn man seine Wut herunterschluckt. Aber wenn man die Bedürfnisse anderer akzeptiert, sowie die eigenen. Das schließt sich nicht gegenseitig aus. Das Ego kämpft, wenn sich negative Glaubenssätze wie ich bin nicht wertgeschätzt getriggert fühlen. Du bist dann gekränkt und verteidigst dich, statt nach innerer Ruhe zu streben. Solltest du Streit mit jemandem haben, schlage einen Waffenstillstand vor, schließe die Augen und nimm 3 tiefe Atemzüge. Dann überlege, worum geht es hier gerade wirklich? Ist es wert, diesen Kampf überhaupt anzufangen? Irene hat auch eine sehr positive Botschaft, nämlich, dass dein innerer Frieden deine Welt transformiert. Von Kummer direkt in die Fülle, von einer niedrigen Frequenz in eine hohe. Das gilt für dein Privatleben als auch wie für deinen Job. Du bist im Einklang mit dir selbst. Bleibe im Vertrauen und deine eigene Friedensenergie, wie in diesem Bild, wie du in diesem Bild siehst, da habe ich es falsch gelesen, ne? wird dir wie ein Baumstamm Halt geben hier. Meditiere für den Frieden der Welt und auch für deinen eigenen. So, da gucken wir dir gleich natürlich noch, warte mal, das einmal. Also, da musste ich mal eine ganz kurze Pause machen und habe hier gegengehauen, weil ich selber jetzt mal ganz kurz in mich gehen musste, was das eine mit dem anderen zu tun hat, ganz ehrlich gesagt, aber ich habe es jetzt. Also, ich glaube, dass die Delfine, die stehen zwar auch natürlich für dich selbst und für die Nachricht, dass du tatsächlich mehr Dinge nicht so ernst nehmen solltest. Und ich glaube, sie stehen gleichzeitig eben deswegen auch für jemand anderen. Ich glaube, dass irgendjemand in deiner Umgebung, das kann natürlich eine Liebschaft sein, als auch andere Menschen in deiner Umgebung, auch Familie, dir irgendwie das Gefühl geben oder gerade aktuell gegeben haben wieder, dass sie dich nicht so wirklich ernst nehmen. Also auch vielleicht nicht so oder irgendwelche Witzchen gemacht haben. Ich kriege jetzt hier auch so ein bisschen, dass es dir so richtig auf den Magen geschlagen hat, weil irgendjemand sowas vielleicht zu dir gesagt hat, wie du Dummerchen oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder das kriegst du eh nicht hin. Ne? Oder also irgendwie Witze über dich gemacht hat und das hat dich ziemlich... ja, das hat dich wütend gemacht mehr, ne? Also da ist mehr so eine gewisse Wut auch dabei für dich gewesen oder so. Also hinter Wut steht natürlich immer Traurigkeit, aber das erste Gefühl, was du hattest, ist halt wirklich ja, dass dir halt richtig schlecht war und dass es dir so richtig, ja, dass dir die Galle hochgekommen auf gut Deutsch. Das bekomme ich gerade so rein und das hast du extremst persönlich genommen. Und hier ist als erstes mal die Nachricht drin, dass du das bitte nicht persönlich nehmen solltest, weil ich glaube, diese Person, die das gesagt hat, die nimmt sich selbst auch nicht so wirklich ernst. Und Leute, die sich selbst nicht ernst nehmen, die nehmen auch manchmal andere nicht so ernst und die können dann selber können auch einstecken, aber vielleicht besser austeilen auch teilweise, weil sie dann in der Gruppe, ne, wir haben hier auch diese Gruppe drinne, das manchmal lustig finden, so was über dich zu sagen, um halt einen Lacher zu bekommen von jemand anderem. Und dieser Lacher ging extrem auf deine Kosten und der hat dich auch extrem vielleicht getriggert. Also es kann ja auch sein, dass es eine generelle Situation mit jemandem ist, der dich echt sozusagen, ja, dich schwächt sozusagen, dass du dich schwächer fühlst, wenn du mit dieser Person dabei oder diesen Personen unterwegs bist. Das, wie gesagt, es kann auch deine Familie sein, weil du dann immer das Gefühl hast, so, ja, die nehmen mich nicht wirklich ernst und das macht dich eigentlich
ja, wütend bis traurig und das geht dir dann halt irgendwie auch echt tagelang nicht gut. Also es kann auch sein, dass du ernsthafte Magenprobleme hast aktuell und das kommt aber auch aus dieser gleichen Energie heraus, diese Magenprobleme. Die sind sozusagen davon getriggert worden psychisch. Und hier geht es wirklich darum, dass du begreifst, dass das eigentlich deine eigenen negativen Glaubenssätze über dich selbst sind und dass diese Personen, die das zu dir gesagt haben, dir gar nicht wehtun wollten. Also die wollten einfach nur irgendwie lustig sein und eine spaßige Zeit haben und der Spaß ging dann vielleicht irgendwie auf deine Kosten. Aber das hat dir eigentlich nur gezeigt, wo es sozusagen bei dir selber noch im Unklaren ist und in Unruhe ist. Nämlich dieses Gefühl von nicht wertgeschätzt werden oder für nicht intelligent genug gehalten zu werden. Und das ist sozusagen ein Thema, mit dem du dich selber beschäftigen solltest und dir selber in deinen Selbstwert gehen solltest und sagen sollen, natürlich, weil ich bin schlau. Weil wenn dich jemand, wenn du zum Beispiel dir darüber sicher bist, dass du hier ein Sheldon Cooper bist und ein IQ von 140 hast, dann würdest du darüber lachen, wenn jemand, von dem du weißt, dass er mit Sicherheit nicht so intelligent ist, wie du, über dich Witze macht. Aber in dem Fall, wenn wir selber uns zum Beispiel für nicht, ich nehme jetzt das Beispiel schlau, ne? Wir können jetzt hier auch ungeschickt oder sonst irgendwas nehmen, das ist ein Beispiel. Wenn jemand dich zum Beispiel jetzt irgendwie blöd angemacht hat vor anderen Leuten womöglich noch und irgendwie gesagt hat, ja hier, du bist halt ein bisschen doof, bist halt einfach nicht so helle, bist nicht die hellste Kerze auf der Torte, dann hat diese Person das in dem Moment gar nicht so gemeint. Diese Person wollte halt irgendwie nur lustig sein. Und das Ding, dass dich das jetzt so angefasst hat, dass du das am liebsten irgendwie ausdiskutieren würdest und darüber streiten würdest und irgendwie auch denkst, so was für ein Motherfucker, führt halt irgendwie dazu, dass du in totaler Unharmonie mit dir selbst bist. Und das kommt aber aus dir selbst heraus. Es geht jetzt hier wirklich darum, dass du dieses Gefühl einfach gar nicht annimmst und dass du vielleicht mit dieser Person eben in Harmonie und Friede einmal darüber kommunizierst, warum dich das gekränkt hat und warum du einfach das nicht schön findest, wenn diese Person so mit dir redet, ohne dass du jetzt böse Nachrichten schreibst oder da Freundschaften kündigst oder sonst was. Weil ich glaube, diese Person hat es einfach wirklich nicht so gemeint. Aber wir gucken mal allgemein noch in deine Karten rein. Aber das ist so hier schon mal das Erste, was ich hier ganz, ganz stark reinbekomme. Und jetzt gucken wir aber mal noch ein bisschen hier aktuell und Zukunft an. Was möchte dir denn dein zukünftiges Ich noch so sagen? Was möchte dir dein zukünftiges Ich sagen zum Thema Liebe und Beziehungen? Was solltest du wissen? Da fällt aber viel und auch alles noch zentral. Die Karte hatten wir auch schon im ersten Kartendeck, falls dich das interessiert, die da gerade mit rausfällt. Eine davon. Falls du dir auch noch die Libelle angucken möchtest. So, alle Karten richtig rum aufgedeckt in die Mitte gefallen. Auf die eine. Kommt noch eine raus. Okay, noch einmal. Okay. Dann gucken wir uns das doch mal an. Wir fangen an. Warte mal, ich lege die jetzt so hin, dass du vielleicht noch so ein bisschen siehst, aber dass die anderen jetzt zentral liegen dürfen. Wir haben hier einmal für dich liegen den Eremit als ziemlich zentrale Figur in dieser Kartenlegung. Und der Eremit ist wirklich auch nochmal dieses Ruhe in dir selber finden. Also dein zukünftiges Ich möchte hier sagen, also wenn du gerade Single bist und gerade alleine bist, dass das gerade richtig für dich ist. Dass das diese Zeit ist, die du aktuell für dich brauchst, um mit dich selbst zu heilen auch, ne? Um alte Wunden zu heilen, um eben auch solche Glaubenssätze aufzulösen, dass du zum Beispiel nicht schlau genug bist. Wir haben hier auch noch interessanterweise dann nämlich dieses Ass der Schwerter drinnen liegen, das steht für Intelligenz und dass du dir wirklich nochmal auflöst in dir selber diesen Gedanken, dass du irgendwas nicht kannst oder für irgendwas nicht gut genug bist oder nicht intelligent genug bist, weil dir das ein Lehrer in der Schule bezahlt ist. Entschuldigung, das Wort darf man nicht sagen. Das muss ich nachher auspiepen.
Ja, und dass dir mal irgendjemand erzählt hat in der Schule, dass du bist nicht so schlau wie andere Kinder oder sowas, nimm das bitte nicht an. Akzeptiere bitte, dass du sehr, sehr intelligent bist und dass du großartige Einfälle hast und dass deine Einfälle dich auch noch ganz weit bringen können und dass du auch durchaus die Kapazität hast, um mit anderen mithalten zu können, egal worum es jetzt gerade geht, intellektuell gesehen. Und dass du dich auch gerne nochmal irgendwie mit deiner eigenen Intelligenz auseinandersetzen darfst. Weil du hast wunderbare Einfälle und diese Einfälle werden zu dir kommen, wenn du in Ruhe und ausgeglichen bist mit dir selbst. Und dazu haben wir dich auch noch hier drinnen liegen als die Königin der Kelche. Das heißt, du hast auch eine enorme emotionale Stärke. Und das ist wirklich das, was dein zukünftiges Ich dir auch sagen möchte. Du bist jemand, der bis in der Lage ist, anderen zu geben, der ein gutes Herz hat, der für andere da ist, der so eine sehr mütterliche Energie haben kann, wenn es darum geht, für andere auch an der Seite zu stehen. Aber vor allem ist deine größte Stärke muss gar nicht unbedingt sein. Du bist ein sehr intelligenter Mensch, aber das ist nicht deine Intelligenz. Deine größte Stärke ist deine Eigenschaft, dich in andere hereinzufühlen. Und da darfst du auch nicht immer erwarten, dass andere das genauso gut können wie du, weil das ist deine ganz besondere Stärke. Du kannst dich besonders gut in andere reinfühlen. Also sei auch mitfühlend mit denen, die das nicht so gut können wie du. Wir haben ja gleich noch ein Ass liegen, das sind auch immer Neuanfänge, ne? Wir haben ja einen Neuanfang für dich drin liegen, dass du durchaus in der Lage bist mit deinen Talenten, die du hast sehr, sehr viele Talente, durchaus Geld zu verdienen, ne? Also dieses Talent, was du hast, sowohl von intellektueller Natur als auch von emotionaler Größe und Stärke, ist etwas, was nicht jeder hat. Und dein zukünftiges Ich möchte dir auch sagen, dass du sogar das im wahrsten Sinne des Wortes zu Geld machen könntest. Inwiefern, das wirst du selber wissen mit deiner Erleuchtung hier, die du hier hast. Und habe hier dann auch noch drinnen liegen die drei der Stäbe. Und hier ist nochmal so ein Hinweis darauf, dass hier gerade deine Zeit ist, wirklich, dass der richtige Zeitpunkt kommen wird, was auch mit Sicherheit die Liebe angeht. Ist da einer durchgefahren. Auch was die Liebe angeht, ne, dein Moment wird kommen. Aber im Moment geht es wirklich darum, dass du deine eigenen Stärken verstehst und du wirst zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, um die richtigen Dinge in dein Leben zu ziehen. Und das fordert manchmal ein bisschen Geduld und auch, dass man nicht immer gleich mitläuft, wenn jemand sagt, hier, ich habe tolle Idee und lass mal mit, wenn deine Intuition dir sagt, nee, ich bleibe heute lieber zu Hause, bleib zu Hause, weil zu Hause wirst du dann wahrscheinlich einen Einfall haben, der mehr wert ist, als irgendwie, einfach nur Gerede mit Leuten, die vielleicht gar nicht so viel zu erzählen haben. Als Beispiel kommt mir gerade so rein. Mit den 2 der Münzen, die wir hier auch noch zu liegen haben für dich dazu, haben wir hier auch nochmal die Bestätigung dessen, dass es hier wirklich darum geht, in den Ausgleich zu gehen. In den Ausgleich auch mit deinen Finanzen, also du bist in der Lage, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, so intelligent bist du nämlich, wenn es darum geht, dass du jetzt Ideen und Pläne hast, was du eben auch finanziell machen könntest, wo wir gerade drüber geredet haben, wo du deine persönlichen Stärken auch einbringen kannst und hier Angst hast, dass du dann irgendwas anderes nicht mehr machen kannst, dann sollte hier einmal gesagt sein, dass du, wie dein Privatleben zum Beispiel, dass du dein Privatleben und auch dein berufliches Leben im Einklang haben wirst und dass du dir darüber keine Sorgen machen sollst, dass die nicht im Einklang sein werden. Und dann haben wir dich hier auch noch liegen als die Herrscherin. Es ist die super weibliche Energie. Das heißt, sobald du in Einklang gebracht hast, deine höheren Gaben, die du hier hast, mit dieser extremen Empathie, die du hast, aber auch mit diesen großartigen Einfällen und tatsächlich auch akzeptierst, dass du sehr intelligent bist und dass du einfach eine tiefe Intelligenz hast, die andere nicht haben, dann würde ich das auch als irgendwie so eine extrem anziehende Weiblichkeit präsentieren für andere Menschen. Und wir haben natürlich für die hier auch noch einen Mutterwunsch haben, durchaus auch ein Mutterthema drinne liegen, ne, mit dem Bauch hier. Also wenn du dir wünschst, dass du noch Mutter werden möchtest in diesem Leben, dann möchte dir dein höheres Ich ebenfalls sagen, dass alles zur richtigen Zeit, zum richtigen Moment passieren wird
und dass du aufpassen sollst, dass du halt auch im Ausgleich bist mit deinem Privatleben und deinem beruflichen Leben. Aber weil du damit sozusagen so viel Glück haben wirst und dich so viel besser fühlst mit dem, was du in Zukunft tun wirst, nachdem zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Moment alles sich einfach so ergeben hat, wie es du dir wünschen würdest, wirst du auch durchaus noch die Möglichkeit haben, Mutter zu sein oder zumindest hier, wenn es für dich nicht ums Muttersein geht, hier geht es dann um das Thema auch dem Planeten helfen. Also, dass du tatsächlich einen wunderbaren Beitrag dazu leisten wirst, dass dieser Planet zu einem besseren Ort wird. Das kann natürlich durch Umweltschutz sein. Das kann auch dadurch sein, dass du andere Leute in irgendeiner Form Heilung bringst oder Tieren hilfst. All dieses hier sozusagen, das macht dich zur Mutter des Planeten, zur Mutter Gaia-Energie. Für die es nicht darum geht, Mutter zu werden, geht es wirklich darum, einen Beitrag zu leisten, dass dieser Planet zu einem besseren Ort wird. Wir haben hier die Welt auch noch drinnen liegen. Die Welt heißt auch immer, dass du in eine neue, deswegen sage ich, die hatten wir eben gerade auch schon drinnen liegen über den Libellen. Das geht auch wirklich darum, dass du in eine ganz komplett neue Energie gehst. Das ist ein bisschen schmutzig hier. In eine ganz komplett neue Energie gehst, in eine neue Zeitlinie reingehen wirst, in der diese Zeitlinie dir auch sozusagen viel mehr Glück und viel mehr diese Freude bringen wird, wenn du das loslässt, dass du die Meinung von anderen für dich so stark wiegt, dass sie dich so sehr verletzt, dass sie dir wochenlang auf den Magen schlägt, sondern wenn du annimmst, einfach wenn du selber hier mehr an deine eigene Weisheit glaubst und selber mehr im Fluss bist mit dem, was passiert und nicht immer dir Sorgen machst, auch jetzt gerade, wenn es um Krieg und sowas geht, darum müssen wir uns natürlich aktuell Sorgen machen, aber je mehr du da dich auf sowas konzentrierst, auf so politische Themen aktuell und da in diese Panikmodus gehst, desto weniger wirst du in deinem eigenen Fluss leben und desto mehr wirst du dich darauf konzentrieren können, was du wirklich willst. Und je mehr wirst du sozusagen in die Angst gehen. Und hier ist wirklich der Hinweis darauf, dass du an den Frieden glauben sollst und dass wir Frieden auch dadurch schaffen, dass wir friedfertig mit uns einander umgehen, indem wir gar nicht erst so eine unfriedliche Energie eben erschaffen. Und dass wir Teil des Friedens sind, indem wir Frieden sind. Und das sollte dann auch deine Manifestation oder Affirmation sein. Ich bin Frieden und Frieden ist um mich herum. Und alles wird gut. Und gemeinsam kreieren wir einen besseren Ort, einen besseren Planeten, in dem wir uns auch nicht mehr diktieren lassen, was andere von uns wollen, sondern in dem wir einfach wir selber sein können. Und nicht mehr nur gesellschaftlichen Normen auch irgendwie nachrennen, um denen irgendwie gerecht zu werden, wenn du es eigentlich gar nicht möchtest. Lass mich hier noch eine Orakelkarte für dich ziehen. So, es hat dein höheres Ich hier oder dein zukünftiges Ich hier gerade wenig mit dir über die Liebe gesprochen. Das tut mir leid, aber das ist das, was es dir jetzt hier gerade sagen möchte. Ich kann ja gucken, ob ich hier kommt auch gerade nichts mehr raus. Es scheint so, als wäre die wirklich wichtigste Nachricht für dich hier gerade überliefert worden. Aber vielleicht zukünftiges Ich von meiner Irene Delfin Zuschauerin. Vielleicht haben wir hier noch einen Hinweis für einen Mann. Ups. Ja, High Priest. Das ist ein Mann. So, hier haben wir den hohen Priester liegen. Das ist in dem Fall ein Ägypter. Sowas kann natürlich auch immer ein Hinweis darauf sein, dass der Mann in deiner Zukunft nicht unbedingt der gleichen Nationalität angehört wie du. Wenn du denn Deutschland geboren bist und deutsche Vorfahren hast, kann das hier natürlich auch darauf hinweisen, dass du hier dein Zukünftiger aus einem anderen Land kommen wird. Ob du damit jetzt in Resonanz gehst oder nicht. Intent and Create, also das ist auch jemand, der durchaus mit guten Intentionen reinkommt, ne? Intent. Das geht hier um wirklich, dass jemand mit guten Intentionen da reinkommt und auch wirklich sehr selber spirituell ist. Also, dass du jemanden finden wirst, der hier als hoher Priester sogar erscheint. Also jemand, der verbunden ist wahrscheinlich auch mit seiner Ahnenkultur, aber halt im positiven Sinne, also mit höherem Wissen. Gerade die Ägypter, die verfügten ja über ein enormes Wissen, was auch viel verschwunden ist.
Wie in vielen Kulturen wird dir uns ja einfach irgendwie, jetzt rede ich mal ein bisschen politisch, weil du hast hier ein bisschen die politischen Karten auch liegen. Also wenn es halt immer darum geht, es wird natürlich auch viel gerade mit Religion versucht, Menschen zu kontrollieren und auch zu spalten. Und altes Wissen wird auch verschüttet, damit wir das nicht wissen, weil dann würde uns das gleich in an viel größere, bessere Frequenzen bringen. Und hier reden wir nicht von jemandem, der von der Kultur im Sinne von ja Religion oder was auch immer, sondern es geht hier wirklich um jemanden, der auch das Wissen seiner Ahnen verstanden hat und richtig anwendet und fokussiert ist auf dieselben Themen, auf die du fokussiert bist. Und auch in der Lage ist, ebenfalls eine bessere Welt kreieren zu wollen. Diesen Mann sehe ich hier liegen für dich. Kriegen wir da noch eine Karte drauf. Ja, gut, das wundert mich nicht. Ich sehe sie schon, sie ist geflippt. Noch was? Ja. Jo. Da müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Guck mal, Entschuldigung, ich hoffe, du hast hier keine, ich sag's jetzt mal, Tendenzen dazu, andere Hautfarben nicht so zu mögen. Weil hier haben wir nochmal einen Mann mit einer anderen Hautfarbe drin liegen. Also andere Kultur, weil du sehe ich jetzt, wie gesagt, je nachdem, was du bist, aber ich sehe dich jetzt hier als diese Herrscherin. Wir haben hier den Herrscher noch drin liegen, das heißt, diese beiden Karten gehören zusammen. Das ist das magische Paar sozusagen im Tarotkartenset. Wenn die beiden zusammenfallen, guck mal, auch er guckt auch zu ihr rüber. Er sieht sie halt auch eben als Mutter seiner Kinder. Dann ist das wirklich so, dass das auch der Part zu dir ist, der auch für dich bestimmt ist. Also dein zukünftiges Ich möchte dir sagen, dass du den richtigen Gegenüber zu dir finden wirst. Jemand, der dich auch als heiliges, weibliches Wesen sieht, als Mutter seiner Kinder, falls das noch tatsächlich relevant ist, der dieselben Intentionen und Wünsche hat im Leben wie du und auch für diese ganze Welt die gleichen Wünsche hat wie du. Und hier, wie gesagt, kommt ein kleiner Hinweis darauf, dass dieser Mensch auch aus einer anderen Kultur, aus einem anderen Kulturkreis sein könnte als dein eigener. Und das macht Dinge ja auch teilweise nochmal spannender, weil man sehen wir ja Dinge auch aus unterschiedlichen Perspektiven und können uns auch gegenseitig nochmal neue Ideen vermitteln, wie man das Leben so sehen kann mit dem Wissen unserer Ahnen und dem Wissen der Ahnen von anderen. Die wüssten nämlich teilweise tatsächlich viel mehr, als wir ihnen heute noch zutrauen. Ja, guck da auch gerne nochmal tiefer rein. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, das resoniert mit dir. Wenn das so ist, dann bitte einen Daumen nach oben hinterlassen. Und ja, dann gucken wir uns jetzt den letzten Teil an, falls der dich auch noch interessiert. Dann kommen jetzt hier die Peacocks. Das sind die, wie sagt man, Strauß? Ist das doch auf Deutsch, ne? Ja, das ist ein Strauß. So, und bis zum nächsten Mal. Und jetzt muss ich noch gleich Wörter auspiepen hier. Hallo ihr Lieben, nochmal ganz kurzes Nachwort. Ich gehe gerade mit meinem Hund spazieren und musste nochmal an euch denken. Apropos Hundi. Lulu, komm. Ja, nochmal an eure beiden Karten, eure letzten Karten denken und wollte nochmal kurz dazu gesagt haben, dass die Herrscherin und der Herrscher natürlich auch als Seelenzwillinge gesehen werden können, für die, die sich für dieses Thema interessieren. Und ja, bei uns Seelenzwillingen geht es natürlich auch immer darum, dass wir zwar die gleiche Seele haben, aber sehr große Unterschiede auch, die es zu überwinden gilt. Und die können eben auch kultureller Natur sein, müssen es aber nicht unbedingt. Und wenn sie, ja, und wir sind aber alle am Ende gleich, ne? Wir sind alle aus demselben Holz geschnitzt sozusagen und erst recht, wenn es um unsere Seelenzwillinge geht. Und umso mehr geht es auch immer darum, dass wir in die Akzeptanz des anderen gehen. Eben in die Akzeptanz auch, dass jemand anders ist als wir. Und ja, das wollte ich noch mal kurz dazu gesagt haben, dass das natürlich hier auch durchaus eine Seelenzwillingsenergie sein kann, die wir hier angezeigt bekommen. Und das habe ich, glaube ich, so explizit nicht gesagt. Deswegen hier nochmal der Hinweis dazu. Und alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Hallo, lieber Strauß. Du hast dir die Straußenkarte ausgesucht. Und ja, da gucken wir gleich mal rein in deine Legung, was das zu bedeuten hat. Da sind Karten runtergefallen. Moment. So. Und ich habe dir auch schon eine Straußenfeder rausgesucht, die ich noch habe. Und das ist schon mal ganz interessant. Da klebt nämlich so eine
kleine andere Feder dran. Siehst du das? Ja, was das zu bedeuten hat, das können wir gleich angucken. Aber das ist auf jeden Fall, dass du an jemanden hängst, dass jemand an dir hängt. Das ist eine kleine Feder. Das kann natürlich auch immer für einen kleineren Menschen stehen, also für ein Kind. Und ja, der V, der ist natürlich jemand, der auch wirklich in seiner Selbstliebe ist. Der V steht immer für Selbstbewusstsein. Und da drauf haben wir dieses Herz liegen. Das Herz ist ein Mondstein. Ein Mondstein ist immer weibliche Energie und dann auch noch ein Herz. Also hier kommt etwas aus einer sehr, sehr weiblichen Energie, die hier zu dir spricht, dein zukünftiges Ich. Jetzt mache ich es doch einmal los, aber lege es hier so dazu. Oh, jetzt pustet es weg. Naja, gucken wir mal, was das bedeutet. Ne? Und hier steht, you were born to shine and inspire. Also du bist geboren, um zu strahlen und zu inspirieren. Practice humility and avoid jealousy. Du sollst deine Menschlichkeit üben und ja, versuchen auch nicht eifersüchtig zu sein. Be grateful for life. Sei dankbar fürs Leben and more good things will come to you. Und mehr gute Sachen werden in dein Leben kommen. Be true to yourself and recognize your brilliance. Sei ehrlich zu dir selbst und registriere auch deine Brillanz, dass du brillant bist. Das ist das Erste, was dir dein zukünftiges Ich schon mal auf den Weg geben möchte. Wir legen das hier nach oben alles. Jetzt liegen mir diese Karten hier so, dass ich dir als allererstes noch eine andere kleine Weisheitskarte dazu ziehen werde. Nehmen wir überhaupt auf? Ja. Für meinen Kartenstapel, der die beiden super süßen Sträuße hier gezogen hat. Ah, da kommen aber mehrere Karten. Okay, dann gucken wir uns die alle einmal an. Kleine Weisheitskarten aus der Happiness. Da haben wir für dich einmal neue Wege. Das sind alles hier Karten, die sind zwar aus der Happiness, aber die sind von Katrin Steinweiß. Da findet ihr den Link auch in der Beschreibung, genau wie zu diesen Karten. Dazu haben wir die Magierin. Leidenschaft, das fängt doch schon mal gut an. Und Lösungen. Okay, neue Wege, Magierin, Leidenschaft, Lösungen. Das heißt natürlich, dass du hier, ja, guck mal, und hier die Pusteblumen, die kommen auch nochmal so ähnlich daher wie unsere Federn hier, dass man sich von Sachen loslösen sollte und neue Wege gehen sollte, lese ich da als erstes mal raus. Und die Magierin, das bist natürlich du, das ist wie die hohe Priesterin, ähnliche Energie. Das steht natürlich für dich und dass du sozusagen deine Träume in die Realität holen kannst. Aber mit dieser ganzen Karte, dieser Größe, wie sie die Sterne anfasst, glaube ich, dass es hier auch wirklich darum geht, dass wenn du neue Wege bestreitest, dass du merken wirst, wie sehr du über dich hinaus wachsen wirst. Kriege ich hier so rein. Und ja, Leidenschaft und Lösung sind, glaube ich, irgendwie gehören eher so zusammen und die beiden zusammen. Aber hier, glaube ich, das liegt mehr so in deiner Zukunft, dass wir hier eine sehr große Leidenschaft drin haben für jemanden. Und dass man auf jeden Fall auch Lösungen finden wird, wenn diese Person bereits jemand ist, den du bereits in deinem Leben hast. Aber da gucken wir uns das alles jetzt einmal genauer an. Ich hole noch eine Karte der Magie der Göttinnen dazu. So, bitte, liebe Karten. Gib mir eine Karte für unsere Stapel Nummer 3 mit dem Strauß und eine Göttin dazu, bitte. Da kommt sie auch schon, das sind 2. Da haben wir einmal die Stärke liegen, das ist ja wie die Nummer 8, auch im Tarotkartenset, die Kraftkarte, die Stärke, das heißt, dass du in deine persönliche und eigene Kraft gehst mit diesem Löwen an der Seite, also dass das durchaus auch repräsentiert in diesem Augenblick für mich auch durchaus, dass du jemanden an deiner Seite haben wirst, der auch dein Löwe ist, also der dich auch stärkt, der ein bester Freund ist, von dem du dich auch beschützt fühlst. Aber auch, dass du in deine eigene Stärke kommen kannst und das ist für mich explizit in dieser Karte auch immer, hat sehr viel auch mit Lieblichkeit zu tun. Also man muss nicht immer unbedingt mit der Faust drauf aufhauen, um Stärke zu beweisen. Stärke kommt halt irgendwie kommt nicht irgendwie, sondern kommt oft halt aus dem Herzen. Aber auch hier kriege ich auch Courage rein, dass du gerne Courage zeigen kannst, anderen helfen kannst, dass du auch die Stimme, dein Mund, dass du für andere eintrittst und das sozusagen macht dich stark.
Und hier haben wir nochmal diese Silhouette hier, die Richtung Mond geht, hier über dieses Meer, das auch kein wildes Meer ist, das ist ein ruhiges Meer. Hier geht es wirklich darum, dass du, dass du transformierst, dass du Dinge hinter dir lassen kannst. Wenn du das hier im August rumguckst, jetzt haben wir viel früher, 8.8. ist auch ein Portaltag immer, dann guck dir den auch gerne nochmal an, was das mit dir zu tun hat und benutze auch diesen Portaltag, um Dinge in dein Leben zu ziehen, die du dir wünschst. Und daneben haben wir auch noch die Lakshmi, das ist die Glückskarte. Guck mal, da haben wir nochmal eine 8. Eine 8 ist ja umgedreht das Unendlichkeitszeichen, spricht aber auch immer von Fülle und ja auch Geld tatsächlich. Und hier Nummer 28, Lakshmi, das Glück. I am Light steht hier, ich bin das Licht. Also nochmal, dass du einfach aus deinem Herzen kommen sollst und aber auch, dass du auch, Entschuldigung, da kommt ein Auto angefahren. Das steht natürlich auch für deine eigenen Weg, dass du, wenn du in dir selbst das Licht findest, dass du dann auch Glück finden wirst. Aber wir gucken uns das noch genauer an. Bis jetzt ist das ja alles noch so ein bisschen schwammig. Keine Sorge, ich kriege rein, dass ich mir hier auch diesmal einreden darf von meinen chinesischen Karten. Was hat das auf sich mit der Lakshmi und dem Glück und der Stärke und worum geht es hier genau in dieser aktuellen Situation? Was möchte dein zukünftiges Ich dir hiermit sagen? Oh, da kommen 3. Na gut, dann nehmen wir die alle 3. Hier haben wir den Herrscher drinnen liegen, das Labyrinth und das Gewitter. Und ja, in dieser Konstellation, in der wir hier haben, guck mal, das auch noch hier so spiegelverkehrt interessanterweise. Die 4 und die 6, ist das richtig? Ja, ne? So, die haben wir auch noch spiegelverkehrt hier sozusagen zueinander liegen. Und mit dem Herrscher, das zeigt immer eine Person an, die, ja, der Herrscher kann immer unterschiedliche Personen sein. Das kann auch jemand sein, der einfach sehr maskulin ist. Aber hier habe ich das Gefühl, dass du das Gefühl hattest, ich kriege hier auch explizit dieses kleine Bild rein, hier mit diesem jemanden etwas Reichen. Und hier dieses komische Ding, was ich gar nicht identifizieren kann, was aber auch irgendwie aussieht wie sowas wie ein Spiegel oder sowas. Dass da jemand in deiner Vergangenheit oder aktuellen Gegenwart noch ist, der sehr dominant sein kann oder sehr dominant aufgetreten ist in deinem Leben und dem du immer das Gefühl hattest, dass du für diese Person alles tust und alles machst. Aber dieser Mensch dich vielleicht gar nicht so richtig, du dich von diesem Menschen zumindest nicht richtig gesehen gefühlt fühlst oder gefühlt hast, dass du das Gefühl hattest, es muss irgendwie immer alles nach der Nase von diesem Menschen gehen. Das kann durchaus aus deiner Vaterfigur sein, also aus der tieferen Vergangenheit, wenn das mit deinem Vater das Thema war. Aber dass sozusagen immer alles nach dem seinen Willen gehen muss und nicht so nach dem, was du wirklich möchtest. Und mit dem Labyrinth hier drinne kriege ich hier natürlich auch rein, dass hier irgendwelche Verwirrungen sind in Liebesdingen, dass du nicht genau weißt, wo du eigentlich hin sollst. Das kann auch so um dein eigenes Zuhause gehen. Ne? Die sind ja hier auf dem Meer. Das Labyrinth wird hier dargestellt durch ein Meer und die sind auf dem Floß. Und hier sind halt aber auch diese 2 Menschen. Das wird mir gerade gehighlightet. Und dieses andere kleine Männchen, was hier das Boot sozusagen am Laufen hält, der Ruderer, der steht aber außen vor zu diesen beiden. Und hier habe ich das Gefühl, dass, ob das jetzt eine und dieselbe Person ist oder eine andere, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber dass es hier wirklich darum geht, dass du mit einer anderen Person einfach nicht mehr so richtig weiter weißt, wie es weitergehen soll. Und ein bisschen ist hier natürlich auch mal die Botschaft drin, auf den Fluss des Lebens zu vertrauen. Aber hier habe ich eher so drin, dass du im Moment eher dazu geneigt bist, hier ins Wasser zu springen und dieses, sagen wir mal, sinkende Boot, was aber eigentlich nicht wirklich sinkt. Aber so fühlt es sich vielleicht gerade an, dieses sinkende Boot lieber zu verlassen, als hier weiter auf diesem Boot zu bleiben, was sich irgendwie gerade alles nicht richtig anfühlt. Aber so genau weißt du eigentlich auch nicht, was gerade richtig für dich wäre. Und mit dem Gewitter angezeigt, ja, das Gewitter heißt natürlich, hier wird es früher oder später knallen zwischen dir und diesem Menschen, um den es hier geht. Aus Gründen, die wir hier natürlich schon angezeigt haben, von wegen, dass du das Gefühl hast, du bist hier nicht, wirst hier nicht gleichwertig behandelt. Du hast das Gefühl, du weißt nicht genau, wie das hier mit euch beiden weitergehen soll. Ihr sitzt zwar gemeinsam in einem Boot, ihr habt hier irgendwie wahrscheinlich schon eine gewisse Zeit miteinander verbracht.
in der Vergangenheit oder aktuell. Und also wenn es in der Vergangenheit ist, dann ist es immer noch so, dass ihr irgendwie immer noch miteinander hängt. Aber hier wird angezeigt, dass es hier Zeit wird, dass hier Sachen bereinigt werden. Und auch selbst wenn das mit einem Gewitter passiert, also hier auch mit deiner Stärke, wenn du den Löwen in dir erwächst und der Löwe brüllt, weil du nicht mehr weiter von jemand anderem behandelt werden möchtest, als wäre er ein Löwe und wäre hier der König der Welt, dann ist das auch so, weil das langsam mal Zeit wird, dass du das tust. Habe ich mein weißes Buch jetzt so irgendwo liegen? Wo ist denn das abgeblieben? Würde ich dir ja gerne noch vorlesen, was hier bei Gewitter steht. Aber ich sehe es nicht, das heißt jetzt auch so viel, wie dass das jetzt gerade nicht so wichtig ist, was da im Buch drin steht, sondern das, was jetzt sozusagen hier angezeigt ist. Wie gehen wir ins Tarot dazu? Gib mir mehr zu dieser verwirrten Situation. Zu dieser wirrigen Situation mit einer dominanten Person. Und was hat das zu tun mit Lösung und Leidenschaft? Das ist ein Flipper. Was hat das zu tun mit Lösung und Leidenschaft? Kann natürlich auch immer sein, dass du immer noch sehr eine Leidenschaft für jemanden hast, der aber dir eigentlich einfach nicht gut tut. Ja. Lösung, Labyrinth, Strauß. Was hat das hier zu tun miteinander? Gib mir noch mehr Karten, bitte. Nein. No. Okay, das ist noch ein Flipper. Den hole ich mir noch mal raus. Gut, wir haben hier als zentrale Karte für dich liegen die 8 der Kelche. Und die 8 der Kelche, darum geht es wirklich darum, ja, Sachen zu Ende zu bringen. Aber hier geht es auch wirklich darum, Sachen in der Vergangenheit zu lassen. Also nicht nur, dass man über Sachen hinwegkommt oder dass man Dinge klärt, Dinge hinter sich lässt. Das kann eben auch für Menschen gelten, ne? Wir haben hier nochmal die 8 für dich drin, also guck auch gerne nochmal Engelszahl 8. Und was diese persönliche Nachricht noch für dich ist, dass du hier so viele Achten drin liegen hast. Die 8 der Kelche, darum geht es wirklich darum, dass man hier in seine Zukunft geht, also in die strahlende Zukunft. Die 8 sind, die kleinen Arkanen sind auch immer so aufgebaut, dass das sozusagen wie so ein Weg ist, ne? Ein Schicksalsweg, den man beschreitet. Bei 8 bist du schon fast am Ende angekommen. Das heißt, das wird jetzt Zeit, Dinge, die einfach nicht mehr zu dir gehören, nicht mehr zu dir passen, dass man die auch einfach ja, sich selbst überlässt. Ne? Das repräsentiert dieser Kelch. Sie hat dir sozusagen diesen Kelch ins Wasser gegeben. Auch das ist ein Ritual, was du selber auch praktizieren kannst. Also indem du zum Beispiel in diesen Kelch alles reingibst, reinschreibst, was du mit dieser Person noch verbindest, was vielleicht auch irgendwelche Gegenstände, die du mit dieser Person verbindest, wie Fotos oder dergleichen. Und dann kannst du das alles einmal anzünden und ins Wasser geben. Ich habe dazu für zum Beispiel, warte, ich zeige euch mal ganz kurz was. Muss ich kurz aufstehen für. Also ich habe die ist draußen. Einen Moment. Also die ist jetzt leider auch wirklich nass geworden im Regen, ne? Aber hier habe ich so eine selbstgemachte Kerze, die ist in so einer Schale drin, die würde auch schwimmen. Ich zeige euch so eine Schale nochmal von der anderen Seite. So, so eine Schale. Guck mal, da ist noch ein Rosenquarz für dich drin, den holen wir auch noch raus. Ja, und da tust du sozusagen, das kannst du alles mit einer Kerze, alles tust du, machst du eine Kerze rein, am besten du machst einfach Wachs und einen Dolch, das kannst du dir überall besorgen. Dann tust du herum alles, was dich sozusagen um diese Person erinnert und dann gehst du wirklich einmal
in dich und redest auch darüber mit dieser Kerze sozusagen, mit dem Universum, mit deinen geistigen Führern, was auch immer du brauchst, auch mal was du anrufen möchtest. Das können auch deine Großeltern sein. Und redest nochmal einmal explizit da, dass du das jetzt gehen lassen möchtest, und dann zündest du das halt an und dann gibst du es symbolisch ins Wasser und danach darfst du das verlassen. Das wird dann sozusagen abfackeln. Und das ist so das Ritual, was hier gerade so dargestellt wird, auch in dieser Karte, dass es halt wirklich darum geht, sich nach den Sachen nochmal anzuschauen, aber sie dann auch wirklich loszulassen. Aktuell. Also hier ist sozusagen ein bisschen der Aufruf darin, dass du durchaus hier ins kalte Wasser springen darfst, oder dass du noch nicht mal ins Wasser springen darfst, dass hier vermutlich gleich bald dein eigenes Boot angeschwommen kommt, auf dem du dann deine eigene Reise weiter ziehen darfst. Weil hier mit diesem Gewitter, ja, da haben wir, guck mal, wir haben hier noch 2 weitere Karten drin, die das Ganze nochmal bestätigen. Wir haben hier einmal die Death and Rebirth Karte, die ich jetzt auch automatisch auf diesen Herrscher drauflege. Das heißt, zwischen euch beiden ist es wirklich so, wenn das Ganze noch irgendwann eine Chance haben soll, dann muss sich da die Energie komplett transformieren, und dafür muss man wirklich Dinge auch einfach mal sein lassen, gehen lassen, und manchmal kommen Dinge zu einem wieder, wenn sie zu einem gehören, weil Menschen dann auch merken, dass sie Dinge falsch gemacht haben zum Beispiel, und dann mit einer komplett neuen Energie wieder auf dich zukommen. All das sind die Möglichkeiten, die diese Karte durchaus gibt. Sie ist auch richtig rum für uns, aber hier geht es wirklich darum, dass du diese Energie sozusagen nicht weiter in deinem Leben zulässt, dass andere Leute dich versuchen zu dominieren, erst recht nicht, wenn es eine Art Partner ist, sondern dass dann hier wirklich der Aufruf für dich wäre, dass du diese Situation, also diese Beziehung oder Art von Beziehung gerne verlassen darfst, weil wir haben hier auch noch drinne den Teufel umgedreht, auf diesem Gewitter liegen, und der Teufel umgedreht, der steht natürlich immer, also generell steht der Teufel natürlich für toxische Energien, ganz grob gesagt, weil mehr müssen wir in dem Kontext auch gar nicht sagen. Hier geht es wirklich um toxische Energien, und eben durch dieses Gewitter, also wenn du das wirklich einmal auch zur Sprache bringst und sagst, ja, so geht es für mich nicht weiter und ich muss aus dieser Situation raus, damit kehrst du auch diese toxische Energie um, dass du hier nicht lang weiterhin. Guck mal, hier haben wir nochmal dieses Symbol von der Marionette an diesem Teufel dran, dass du dich nicht weiterhin so fühlst, als hätte jemand anders irgendwie das Sagen über dein Leben, ne? Also wenn du noch sehr jung bist, dann kann das hier natürlich auch durchaus mit deinen Eltern zu tun haben, die dir zum Beispiel immer noch in dein Leben reinreden, ne? Das muss nicht immer unbedingt ein Liebespartner sein, aber ich nehme mal an, für die meisten von euch geht es hier tatsächlich um einen Liebespartner, von dem hier dein zukünftiges Ich redet. Du sollst nicht tanzen nach anderer Leute Pfeife, kriege ich hier so rein. Und das sollst du diesen Leuten auch ganz klar und deutlich sagen. Und es muss für dich auch in Ordnung sein, diese Situation dann hinter dir zu lassen. Weil das wird bei dir sozusagen ganz viel transformieren. Weil was habe ich hier in der Zukunft noch für dich drinnen liegen? 2 wunderschöne Karten. Ich lege diese Karten hier, also die gehören schon so zusammen. Hier auch mit denen, ne? Du bist dein eigener Löwe, du brauchst auch keinen Löwen jetzt. Erheb deine Stimme. So. Und hier mit der Lakshmi, ne, auch die Lakshmi hole ich dir nochmal raus, weil jetzt haben wir hier drinnen auch die 10 der Kelche und nochmal die 10. Also wir haben jetzt mehrfach die 8 gehabt, jetzt nochmal 10. Und hier 10 der Kelche, das ist die schönste Karte eigentlich im Tarot. Das heißt nämlich wirklich, dass du in der Lage bist, in eine wunderschöne Beziehung zu führen. Also das liegt hier, oft sage ich immer, das hat viel mit deinen eigenen Glaubenssätzen zu tun. Pass auf deine Gedanken auf und so weiter. Aber hier ist wirklich der Hinweis auch von deinem zukünftigen Ich, ne, mit diesem, du hast ja auch schon den Strauß gewählt, ne, von Stolz, dass dein Stolz an dieser Stelle auch mal recht haben darf, dass du aus dieser Situation als der Gewinner hervorgehen wirst, kriege ich so rein, weil du durchaus in der Lage bist, das Schicksal möchte einfach von dir, dass du das Rad des Schicksals weiterdrehst, dass du gehst, weil nur dann bist du in der Lage, eine sehr, sehr liebevolle Beziehung in dein Leben zu ziehen. Und genau das zeigt die 10 der Kelche an. Die 10 der Kelche spricht immer von einer ganz liebevollen Beziehung. Und diese bist du auch in der Lage, in dein Leben zu ziehen, wenn du eben diese toxischen Energien im wahrsten Sinne des Wortes hinter dir lässt. Ich habe hier noch die 2 Flipper drin. Die Flipper sind für mich immer nochmal die Karten, wo es heißt, da musst du nochmal hingucken und Acht geben.
oder das Rad wird dir jetzt explizit in dieser Sekunde geraten. Und das ist halt einmal den Eremit. Also du sollst wirklich auch, dir selber vertrauen, dass du in der Lage bist, alleine glücklich zu sein, dass du alleine glücklich und zufrieden sein kannst und dass du keinen anderen Menschen an deiner Seite brauchst, außer dich selbst, und dass du in dieser Zeit mit dir selbst dich auch gerne zurückziehen darfst von anderen Menschen, von allen Menschen, die dir aktuell nicht gut tun, und in dieser Zeit alleine mit dir selber bist, um auch zu verstehen, was du wirklich möchtest, was du wirklich brauchst und wer du wirklich sein möchtest. Und diese Zeit brauchst du jetzt. Und dazu haben wir auch nochmal den Pagen der Schwerter liegen. Da ist auch nochmal so die Aufforderung von deinem zukünftigen Ich an dich, dass es auch wirklich darum geht, dass du mehr liest. Und damit meine ich jetzt nicht Groschenromane, sondern tatsächlich dich weiterbildest, dass du Dinge liest, die dir helfen könnten. Ich denke da immer, ich nenne da immer gerne so Bücher wie Das Kind in dir muss Heilung finden oder Heimat finden. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, wie das heißt. Aber da gibt es noch ähnliche Bücher, dass du kannst auch Podcasts hören oder Videos sehen, darum geht's nicht. Es geht darum, dass du dich wirklich mehr informierst über dich selbst, über deine Psyche, über das, was dich glücklich macht, über Narzissmus zum Beispiel auch, dass du in Zukunft sicher bist, dass du nicht wieder von irgendjemanden gerätst, der dich irgendwie negativ beeinflusst oder manipuliert. Aber das kann natürlich auch ein Studium sein, also wenn das jetzt weniger um deine eigene Psyche geht, sondern hier kann auch durchaus die Aufforderung an dich selbst sein, dass du nochmal in irgendeiner Art und Weise studierst, also auch dich fortbildest, dass du irgendwas machst, was deinen eigenen Geist anregt und was dich sozusagen auch ablenkt von Problemen mit eben diesem Herrscher, mit diesen ganzen Themen, sondern dass es sich wirklich darum geht, dass du dich selber wiederfindest in diesem Alleinsein, aber auch wirklich deine Interessen wieder findest, dass du dich weiterbildest, weil du halt so viel Potenzial hast, da noch viel, viel mehr zu erreichen. Das möchte dir einmal dein höheres für zukünftiges Ich sagen. Und ich gucke nochmal nach einer anderen Karte. Kriegen wir da noch was? Ja. So, da kriege ich noch 2 Karten für dich. Das einmal hier für dich. Move in the new direction, das ist das, was wir schon hatten, Traveler, also eine neue Richtung einschlagen. Das haben wir hier auch liegen, aber mit Traveler natürlich auch eindeutig ein Hinweis darauf, dass du gerne auf Reisen gehen solltest, dass du andere Welten entdecken solltest. Auch das kriege ich hier mit dieser Karte rein, ne? Lerne Neues dazu, lerne andere Kulturen kennen. Hier der Kompass auch da drin, so du findest deinen eigenen Weg, indem du deinem Herzen folgst, auch deiner Intuition, gerade wenn es um Reisen geht. Mach da keine Entscheidungen, denen nach was jetzt irgendwie gerade bei Instagram so Trend ist, sondern wirklich hör darauf, was deine innere Stimme dir sagt, welches Land du gerne bereisen würdest, und trau dich das auch. Und dann haben wir hier noch Shift Your Perspective. The Air Guardians, das spricht natürlich immer auch nochmal dafür, also ändere nochmal deine Perspektive. Aber ich glaube, darum geht es hier weniger. Hier ist wirklich nochmal dieses, lass dich treiben mit dem Wind, und du wirst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und auch ankommen. Und hier mit den Federn, mit den fliegenden, also hier sehe ich jetzt diese kleine Feder eher so als den Ballast, den du hier irgendwie so an dir dran hängen hattest, den es halt irgendwie gilt loszuwerden. Und dann kannst du hier in deine absolute Pfauenkraft kommen, also auch in die absolute Selbstliebe. Blockiert wird deine Selbstliebe in deiner Bestellenlegung, glaube ich, schon auch durchaus durch eine andere Person, die dich halt versucht zu dominieren, um das nochmal zu sagen. Hier auch der Rosenquarz steht nochmal für Selbstliebe. Dann haben wir diese Herzensenergie, diese weibliche Herzensenergie, die du bitte leben sollst, und wirklich nach dieser Herzensenergie und deiner Selbstliebe, das ist von nun an dein Kompass. Nicht das, was andere Leute dir über dich sagen oder versuchen aus dir zu machen, sondern dein Kompass ist deine Selbstliebe und ist vor allem auch deine weibliche Intuition, die dir sagen wird, wohin du als nächstes gehen darfst und was als nächstes passiert. Weil hier in deiner weiteren Zukunft, damit bringst du das Rad zum Schicksal zu deinen Gunsten zum Laufen, und dann erwartet dich auch langfristig gesehen eine sehr, sehr liebevolle Beziehung. So viel dazu. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das mit dir resoniert hat, dann bitte sei auch so lieb und hinterlasse mir einen Daumen nach oben. Und warte mal, ich ziehe dir noch eine Affirmation.
Ups, da kommen sie schon. Today I consciously choose to think loving thoughts, take compassionate action and bring forth peaceful energy. Heute beschließe ich bewusst positive, liebevolle Gedanken zu denken. Ich werde liebevolle und mitfühlende Aktionen machen und ich bringe friedvolle Energie ins Fließen. When I lead from a place of love, people respect me. Ja, aber Leading ist, ne, also wenn ich aus einem Leading führe, wenn ich aus einer liebevollen Energie führe, dann werden mich Menschen auch respektieren, ne? Und das ist nochmal das, ne? Aber erstmal sozusagen respektiere dich selber, finde da deine Liebe zu dir selber, ne? Und setze danach auch deinen Standard. Und na klar, und das stimmt aber trotzdem auch immer, ne? Je mehr Respekt du von anderen einforderst, permanent, ist leider auch meine Erfahrung im Leben, desto weniger Respekt wirst du bekommen. Je mehr Respekt du dir selber gibst und je mehr du einfach gar nicht mehr in die Forderung gehst, sondern einfach nur in die Energie von ich habe das bereits, desto mehr wirst du es auch bekommen. Und ja, versuch auch immer großherzig mit anderen zu bleiben. Du musst dich nicht auf das Niveau von anderen begeben, sondern du darfst durchaus weiterhin in deiner Herzensgröße bleiben, aber genau in dieser Herzensgröße darfst du jetzt auch in Liebe weiterziehen. So, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.